2. Sieht ein Spaziergang mit deiner Ziege auch so aus? Wie Seilziehen anstatt einem harmonischen Miteinander? Das muss nicht sein. Mit gezieltem Führtraining kannst du deiner Ziege lernen, auf deine Körpersprache zu achten und dich zu respektieren. Du brauchst sie nicht herumzuziehen, ihr versteht euch besser und generell macht die Arbeit mit ihr einfach viel mehr Spaß. Als erstes sei gesagt, dass ich meine Ziegen eigentlich nur am Halfter führe und nicht am Halsband. Denn am Halfter kann ich sie viel feiner führen, kann viel schneller reagieren und es kommt nicht zu einem Gezerre. Am Halsband führen ist sozusagen die fortgeschrittene Variante und das mache ich erst, wenn sie perfekt auf meine Körpersprache achten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Ziegen ans Halfter zu gewöhnen, denn das Halfter finden sie am Anfang immer ziemlich doof. Die nachhaltigste Variante ist mit der positiven Verstärkung, wie hier gezeigt mit Elvis. Die Ziege lernt, dass sie sich eine Belohnung verdienen kann, wenn sie mit der Nase durch das Halfter schlüpft. Das Schöne an dieser Variante ist, dass sie komplett freiwillig ist. Das heißt, das Tier wird zu nichts gezwungen und kann selbst entscheiden, ob es mitmachen möchte oder nicht. Natürlich wollen sie das meistens, weil sie ja sehr clevere und verfressene Tiere sind. Durch diese Freiwilligkeit ist es aber dann auch, wenn man sie mal so weit hat, viel nachhaltiger. Sie verbinden dann wirklich das Halfter mit etwas Positivem, etwas Schönem, mit Futter. Und sie werden deshalb das Halfter in Zukunft freiwillig suchen. Das braucht am Anfang natürlich ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Am Anfang belohne ich die Ziege einfach nur, wenn sie schon nur ihren Kopf irgendwie in die Nähe des Halfters hält und dann später eigentlich nur noch, wenn sie mit der Nase durch das Halfter schlüpft. Wichtig ist, dass man die Einheiten immer kurz hält und sobald das Tier etwas besonders gut gemacht hat, so wie jetzt vorhin die Nase durchs Halfter gesteckt, sofort abbrechen, Pause machen, etwas anderes machen und den Kopf durchlüften. Bei positiver Verstärkung ist es wichtig, dem Tier genügend Zeit zum Nachdenken zu geben. Also dass es sich wirklich bewusst werden kann, was es gerade gemacht hat und wofür es sein Futter bekommen hat. Wer etwas weniger Geduld hat, kann die Ziegen auch mit Desensibilisierung ans Halfter gewöhnen. Das zeigt Benz hier eigentlich ganz schön. Also ich ziehe ihm einfach das Halfter über, lasse ihn das kurz aushalten und entferne dann das Unangenehme wieder. Und hier dann auch wieder die positive Verstärkung, also er bekommt dann auch noch was zu essen dafür. Dieses An- und Ausziehen des Halfters wiederhole ich dann immer und immer wieder. Und ich mache das immer so lange, bis er dabei ruhig ist. Sobald er ruhig ist, nehme ich den Druck, also in dem Fall das Halfter, wieder weg und belohne ihn. Ist er unruhig oder schlägt mit dem Kopf zum Beispiel, bleibe ich einfach so lange mit dem Halfter dran, bis er sich beruhigt und dann nehme ich es wieder weg. Wenn das An- und Abziehen des Halfters soweit akzeptiert wird, kannst du das Halfter auch einfach mal eine Weile auf der Weide drauf lassen, sodass sich die Ziege daran gewöhnt. Hier habe ich auch gleich noch ein bisschen Desensibilisierung mit dem Seil auf den Hörnern gemacht und mit den Händen über den Augen. Das sind so Triggerpunkte, wo Ziegen immer sehr gerne anfangen, dann aggressiv zu werden und das übe ich auch immer bei jeder Gelegenheit. Sobald er da ruhig ist und sich nicht aufregt, kommt der Druck, in dem Fall das Seil auf den Hörnern, wieder weg. Auch beim Ausziehen des Halfters immer darauf achten, dass die Ziege ruhig bleibt und nicht irgendwie mit den Hörnern schlägt. Wenn man das An- und Ausziehen des Halfters so übt wie hier, bitte aufpassen, denn
ich habe hier meinen Kopf sehr in der Nähe von seinen Hörnern und ich würde das jetzt nicht machen, wenn ich ihn nicht sehr gut kennen würde und wüsste, wie er sich ungefähr verhalten wird. Das ist ein bisschen eine gefährliche Position so. Also deine Sicherheit geht immer vor. Ich füttere ihn hier übrigens immer von mir weg, weil er halt sehr hyperaktiv ist und sehr gerne mich dann auch bedrängt wegen dem Futter. Ja, und nicht vergessen, auch Pausen sind Belohnung. Ruhe und Pausen ist eigentlich mitunter die wichtigste Belohnung für eine Ziege. Deshalb immer, wenn sie was gut gemacht hat, durchatmen, Pause machen, in Ruhe lassen. Die Pause beruhigt mich und so beruhigt sie auch Benz, weil er eine sehr nervöse Ziege ist und meine Ruhe extrem spiegelt.